Yuto öffnete langsam die Augen. Der Wecker piepte leise in seinem kleinen Zimmer. Es war früh, aber Tokio war schon wach. Durch das Fenster kam das Licht einer neuen Tages. Neben ihm lag seine Katze Momo. Sie schlief noch, eingerollt zu einem kleinen weißen Ball. Yuto streichelte sanft Momos Fell. Sie schnurrte und bewegte ihren Kopf. »Guten Morgen, Momo«, flüsterte er. Momo öffnete ein Auge und rieb sich an seiner Hand. Yuto lächelte. Dieser Moment war immer ruhig und friedlich. Für ein paar Minuten fühlte sich die Welt langsamer an. Nizitin. Doch Yuto musste aufstehen. Er stand auf und nahm das Schulhemd vom Haken. Während er sein Hemd überzog, sprang Momo auf den Tisch. Sie sah ihm zu, wie er seine Sachen suchte. »Ich weiß, du möchtest noch kuscheln, aber ich muss gehen«, sagte Yuto und lächelte wieder. Er machte sich schnell ein Frühstück, eine Schale Reis und eine kleine Portion Miso-Suppe. Es war nicht viel, aber Yuto brauchte Energie. In der Küche war nicht viel Platz. Alles war ordentlich, aber jedes Ding hatte seinen festen Platz. Momo lief um seine Beine. »Nicht jetzt, sonst verschütte ich die Suppe«, sagte Yuto fast lachend. Momo hob den Schwanz und sprang auf das Fensterbrett. Sie beobachtete die Vögel draußen. Die Straße war schon belebt. Stimmen, Autos und Musik aus einem Café gegenüber drangen durch das Fenster. Nach dem Essen stellte Yuto seine leere Schüssel in die Spüle. Er holte seine Tasche, überprüfte, ob das Laptop-Kabel und die Bücher darin waren. Mit einer schnellen Bewegung zog er sich seine Uniformjacke an und schlüpfte in die Turnschuhe. Vor der Tür drehte er sich um. »Pass gut auf dich auf, Momo«, sagte er. Auf dem Treppenabsatz blieb er kurz stehen und lauschte. Die Geräusche aus den anderen Wohnungen waren vertraut. Jemand hustete, ein Radio spielte ein altes Lied. Yuto lief die engen Stufen hinunter. Sein Fahrrad stand draußen, angekettet an einen Zaun. Er überprüfte die Bremsen, setzte den Helm auf und stieg auf. Die Straßen von Shibuya waren schon voller Menschen. Autos hupten, Fahrräder fuhren vorbei, kleine Lieferwagen beluden die Läden. Yuto fuhr vorsichtig durch die engen Gassen. Er mochte den Küchenduft, der aus einem Rahmenrestaurant kam. Junge Leute joggten durch die Straßen, Verkäufer riefen ihre frischen Waren aus. Yuto wich einem Hund aus, der an der Leine zerrte. Er schob einmal kräftig in die Pedale und bog in die Hauptstraße ein. Die Sonne stand höher am Himmel. Yuto spürte die Müdigkeit vom späten Lernen gestern Abend. An einer roten Ampel hielt er an. Ein Mädchen an der Bushaltestelle lächelte ihn kurz an. Yuto lächelte zurück und dachte an seinen ersten Kurs heute. Endlich erreichte er die Universität. Das große Gebäude war voller Studierender. Er stellte sein Fahrrad ab und schloss es mit einem kleinen Schloss. Mit klopfendem Herzen betrat er das Foyer. Im Hörsaal suchte er einen Platz am Fenster. Die Tafel war sauber, der Professor kam hereingeschritten. Yuto öffnete sein Heft. Der Unterricht begann. Er versuchte, sich zu konzentrieren, aber seine Augen wurden schwer. Er dachte an die Nacht, an Momo und an den Morgen. Der Professor schrieb Zahlen an die Tafel und Yuto schrieb sie leise ab. Seine Gedanken wanderten immer wieder davon. Der Unterricht war vorbei. Yuto schloss sein Heft und ging langsam nach draußen. Auf dem Flur wartete sein Freund Kenji. »Yuto, kommst du mit in die Bibliothek?«
fragte Kenji freundlich. Yuto antwortete: »Ja, ich habe noch einiges zu lernen.« Zusammen liefen sie die breite Treppe hinauf. In der Bibliothek war es ruhig. Das Sonnenlicht fiel in langen Linien auf die Tische. Yuto setzte sich an einen freien Platz neben Kenji und Hana. Hana las in einem neuen Manga. Yuto sah auf das bunte Cover. »Was liest du?« fragte er neugierig. Hana lächelte. »Es geht um einen Koch, der in Tokio lebt. Er träumt davon, das beste Sushi zu machen. Willst du mitlesen?« Yuto nickte. Sie blätterten gemeinsam durch die Seiten. Zwischendurch sprachen sie über Prüfungen und Referate. Yuto erzählte, dass er heute Abend wieder arbeiten musste. »Wird das nicht zu viel für dich?« fragte Kenji besorgt. Yuto zuckte mit den Schultern. »Es geht. Ich muss Geld verdienen und im Sushi-Bar lerne ich viele Dinge.« Hana sagte: »Du bist immer so fleißig. Ich würde nach den Kursen nur schlafen wollen.« Nach einer Stunde schob Yuto seine Bücher zur Seite. »Ich gehe schon mal los. Mein Dienst beginnt gleich«, sagte er. Die anderen verabschiedeten sich. Draußen auf dem Campus war das Licht weicher geworden. Viele Studierende liefen mit Taschen und Heften herum. Yuto drehte sich ein letztes Mal um und winkte. Er lief zur U-Bahn und stieg ein. Die Bahn war überfüllt. Menschen standen eng, manche lasen, andere tippten Nachrichten. Yuto dachte an das heutige Menü im Sushi-Bar. Er wollte sich besonders Mühe geben. Das nächste Semester stand bevor und vielleicht wartete eine bessere Zukunft auf ihn. Im Viertel angekommen roch die Straße nach Sojasauce und gebratenem Fisch. Yuto bog in eine schmale Gasse ein, wo das Sushi-Bar lag. Die rote Laterne brannte schon. Drinnen waren die Lichter warm, Stimmen mischten sich mit dem Geräusch von Messern und Tellern. Yuto zog in der Umkleide sein weißes Hemd an und band sich die Schürze um. Sein Chef begrüßte ihn. »Schön, dass du da bist, Yuto. Heute wird es voll.« Yuto verbeugte sich leicht und ging an seinen Platz. Die ersten Gäste kamen schon herein. Han grinste. Viele Gesichter kannte er schon. »Hallo, schön Sie wiederzusehen«, sagte er höflich. Die Gäste bestellten Tee und Sashimi. Yuto stellte die Tabletts zusammen, trug sie mit ruhiger Hand zu den Tischen. Manche Gäste fragten ihn nach Empfehlungen. »Probieren Sie das Lachs-Nigiri, es ist ganz frisch«, sagte er. Ein älterer Herr lächelte. »Du bist immer so freundlich, junger Mann.« Zurück hinter der Theke schaute Yuto den Köchen zu. Sie bewegten sich schnell. Messer glitten durchs Fischfilet, Reisbällchen entstanden in flinken Händen. Yuto bewunderte sie. Er wollte auch einmal so sicher arbeiten können. »Hilfst du mir mit den Tellern?« rief einer der Köche. Yuto sprang sofort herbei und räumte leere Schalen ab. Die Arbeit war anstrengend, aber Yuto mochte das Gefühl, Teil eines Teams zu sein. Er hörte den Gesprächen der Kunden zu und stellte sich vor, wie er eines Tages selbst Sushi-Koch sein könnte. Einmal hielt er kurz inne, schaute aus dem Fenster auf das bunte Neonlicht der Straße und dachte nach, wie sein Leben wohl in 5 Jahren aussehen würde. Der Chef klopfte ihm auf die Schulter. »Weiter so, Yuto.« Yuto verbeugte sich und lächelte. Yuto stieg an seiner Station aus und lief langsam nach Hause. Die Straßen waren dunkel, aber die Stadt schlief nie. In seiner Tasche fühlte er die Schlüssel und stellte sich Momo vor, die ihn erwartete. Vor der Wohnungstür hörte er ein leises Miauen.
»Momo, ich bin da«, sagte Yuto leise und drehte den Schlüssel im Schloss. Die kleine weiße Katze sprang ihm entgegen. Ihr Fell war weich, sie rieb sich an seinen Beinen. Yuto bückte sich und streichelte sie. »Du hast sicher Hunger, oder?« fragte er sanft. Momo antwortete mit einem freundlichen Schnurren. Zusammen gingen sie in die kleine Küche seiner Einzimmerwohnung. Yuto stellte seine Tasche ab, rollte die Ärmel hoch und wusch sich die Hände. Dann kontrollierte er den Kühlschrank. Ein Stück Lachs, etwas Reis, eine Gurke und etwas Nori waren noch da. Es reichte für ein einfaches Abendessen. Mit ruhigen Bewegungen bereitete Yuto Reis vor. Das Geräusch des blubbernden Wassers erfüllte die Stille. Momo sprang auf einen Stuhl und beobachtete alles aufmerksam. »Du bist mein kleiner Sushi-Meister«, scherzte Yuto. Er schnitt den Lachs in dünne Scheiben, legte sie vorsichtig auf den noch warmen Reis und drapierte ein kleines Stück Gurke darauf. Für Momo schnitt er eine winzige Ecke vom Fisch ab und legte sie auf einen Teller. »Aber nur ein bisschen für dich.« Yuto setzte sich an den kleinen Tisch am Fenster. Die Lichter von Tokio leuchteten draußen, aber hier drinnen war es ruhig und warm. Momo sprang auf seinen Schoß, schnupperte an dem Lachs und nahm vorsichtig ein kleines Stück. »Schmeckt's dir?« fragte Yuto und lächelte. Momo schnurrte zufrieden. Yuto aß langsam. Das einfache Sushi war nicht perfekt, aber es schmeckte nach Zuhause. Nach dem Essen räumte Yuto auf, spülte das Geschirr und trocknete alles ordentlich ab. Er streckte sich und gähnte. Die Müdigkeit vom Tag machte sich langsam bemerkbar. Yuto setzte sich ans Fenster. Momo rollte sich auf dem Kissen neben ihm zusammen. Draußen zogen leise Züge vorüber, irgendwo spielten Kinder, in der Ferne hörte man das Signal eines Zuges. Yuto schaute in den Himmel über Tokio. Er dachte an den Tag, das Lernen in der Bibliothek, das Lachen mit Kenji und Hana, die Arbeit im Sushi-Bar. Manchmal fragte er sich, ob es genug war, was er tat. Er spürte, dass ihm die Menschen um ihn herum wichtig waren. Die Freundschaft zu Kenji und Hana, die kleinen Gespräche mit Gästen, das Zuhause mit Momo. Trotzdem fühlte sich das Leben oft wie ein Balanceakt an. Yuto überlegte, wie er alles besser machen könnte. Mehr Zeit für Freunde, bessere Noten, ein besserer Job, vielleicht sogar ein richtiger Koch werden. Aber konnte man alles gleichzeitig schaffen? Er wusste es nicht. Momo gähnte auf dem Kissen und streckte die Pfoten. Yuto lächelte sie liebevoll an. Er öffnete das Fenster einen Spalt und ein Hauch kühler Nachtluft kam herein. Die Stadt summte leise, das Licht der Laternen spiegelte sich im Glas. Er blieb einfach am Fenster sitzen, die Arme um die Knie gezogen. Momo schnurrte leise und schlief ein. Yuto blickte auf die endlosen Lichter über Tokio. Am Samstagmorgen klingelte der Wecker nicht. Yuto öffnete langsam die Augen. Momo lag auf seinem Bauch, schnurrte leise und blinzelte ihn an. Die Sonne schien durch die Vorhänge und tauchte das kleine Zimmer in goldenes Licht. Yuto blieb einen Moment einfach liegen. Endlich ein freier Tag, ohne Eile, ohne Arbeit. Nachdem er aufgestanden war, machte Yuto sich einen Kaffee. Momo bekam ihr Futter. Draußen hörte man schon die ersten Geräusche der Straße. Ein Lächeln glitt über sein Gesicht. Heute konnte er tun, was er wollte. Sein Herz schlug etwas leichter. Nach einer schnellen Dusche zog Yuto seine Lieblingsjeans und ein weißes Hemd an.
Er schrieb Kenji eine Nachricht. Vielleicht später ein Kaffee, ich gehe erst mal durch die Stadt. Dann griff er sich seine Kopfhörer und schob die Tür hinter sich zu. Momo schaute aus dem Fenster und verabschiedete ihn mit einem Miauen. Die Straßen von Shibuya waren voller Menschen, obwohl es noch nicht einmal 9 Uhr war. Yuto schlenderte langsam vorbei an kleinen Läden und Bäckereien, sog die Stadtgerüche ein. Neben einer Buchhandlung blieb er stehen und trat ein. Er blätterte in Manga, kaufte aber nichts. Es war schön, sich Zeit zu lassen. Sein Weg führte ihn weiter zu einem kleinen Café in einer Seitenstraße, das er noch nicht kannte. Er setzte sich an ein Fenster, bestellte einen Milchkaffee und sah draußen den Leuten zu. 2 Frauen lachten, ein alter Mann fütterte Tauben. Es war, als ob die Zeit hier langsamer lief. Yuto dachte nach. Die Universität war anstrengend, die Zukunft ungewiss. Würde er die Prüfungen bestehen? Würde er einen guten Job finden? Er wusste nicht, was kommen würde. Aber heute wollte er sich keine Sorgen machen. Er schrieb Hana eine kurze Nachricht. Alles okay? Ich trinke gerade Kaffee. Wollen wir nächste Woche zusammen lernen? Ihre Antwort kam direkt. Gerne, viel Spaß heute. Mit guter Laune verließ Yuto das Café und spazierte Richtung Park. Unter den Bäumen sah er weiße und rosa Blüten. Jemand hatte ein Picknick gemacht. Vögel sangen, Kinder spielten. Der Duft der Kirschblüten lag in der Luft, so frisch und süß, dass Yuto tief einatmete. Er setzte sich auf eine Bank und beobachtete das Licht zwischen den Zweigen. Die Sonne glitzerte auf den Blüten. Yuto schloss kurz die Augen. Er dachte an Momo, an seine Freunde. Er wusste, dass das Leben manchmal schwer war. Aber es gab auch diese schönen, ruhigen Momente. Yuto öffnete die Augen, lächelte und beschloss, ein Foto zu machen. Er sendete es an Kenji. »Kommst du später hierher? Es ist wunderschön.« Er genoss die Ruhe, spürte die Sonne auf seinem Gesicht und hörte dem leisen Rauschen der Stadt zu. In diesem Moment fühlte Yuto sich leicht, noch nicht angekommen, aber lebendig. Die einfachen Dinge, ein freier Tag, ein Kaffee, die Kirschblüten, sie machten Tokio für ihn zu Hause. Und was morgen kam, würde er dann sehen. Für heute war alles gut.